In diesem Video geht es um das Überprüfen von erforderlicher und verlegter Bewährung in Decken. Mit Version 2024 hat Sophistic diese neue Funktionalität veröffentlicht. Bis Revit 2022 gab es schon einmal einen ähnlichen Workflow, der aber seit Revit 2023 nicht mehr funktionierte, weil Autodesk wesentliche Änderungen im Bereich des analytischen Modells vorgenommen hatte. Zur Veranschaulichung habe ich wieder das bekannte physikalische Modell vom Sophistic AMG, habe ich mir das analytische Modell erstellen lassen und es um Lasten und Auflager ergänzt. Das sieht dann so aus. Die statische Berechnung habe ich auch bereits durchlaufen lassen und im SSD eine Bemessung der Decke durchgeführt. Hier gibt es die Bemessung GZT und GZG. Die erforderlichen AS-Werte liegen also vor. Als nächster Schritt würde nun die Erstellung der Bewährung auf Grundlage dieser AS-Werte anstehen. Nun gibt es in der Regel zwei Szenarien. Entweder der Tragwerksplaner, der bis hierher das Projekt bearbeitet hat, modelliert nun auch die Bewährung, oder er übergibt seine Bemessungsergebnisse einem Konstrukteur, damit dieser die Bewährung modelliert. Wir bilden beide Wege ab. Bleiben wir zunächst im ersten Szenario. Der Statiker macht direkt weiter. Dann kann er sich ein Bewährungsview anlegen, zum Beispiel hier Decke EG, und er findet in der Registerkarte Sophistic Analysis den Befehl Bewährungsprüfung anzeigen. Es erscheint das Dialogfenster Sophistic Bewährungscheck. Hier erscheint direkt die Datenquelle der zugehörigen Sophistic CDB. Das erkennt man an diesem Kreissymbol. Ich habe nur das Hauptsystem gerechnet, ansonsten würde an dieser Stelle weitere CDBs angeboten, zum Beispiel von Subsystemen. Es tauchen beide Bemessungsfälle auf, nämlich GZT und GZG, hier ULS und SLS genannt, und ich wähle die umhüllende aus. Und dann aktiviere ich den Bewährungscheck für Decken. Nun bekomme ich die Möglichkeit, mir die Bewährungsrichtungen anzusehen, zum Beispiel AS erforderlich oben längs. Man sieht, die Werte werden hier angezeigt. Wir können uns AS vorhanden anzeigen lassen, und weil noch keine Bewährung verlegt ist, steht das alles auf 0. Man kann sich auch später die Differenz anzeigen lassen, da kommen wir dann noch zu. Bleiben wir zunächst bei AS erforderlich oben längs oder hier beispielsweise unten quer. Die Arbeit wäre nun also mit der Bewährung zu Beginn. Das zeige ich Ihnen gleich, möchte aber jetzt in das zweite Szenario wechseln, weil es einen kleinen Unterschied gibt. Und das will ich Ihnen erläutern. Das zweite Szenario heißt ja, dass der Tragwerksplaner seine Bemessungsergebnisse einem Konstrukteur übergibt, damit dieser die Bewährung modelliert. Dazu schalte ich auf der Registerkarte Sophistic Analysis den Bewährungscheck aus und wechsle auf die Registerkarte Sophistic Bewährung. Auch hier finden wir einen Knopf, der heißt Bewährungsprüfung. Den klicke ich jetzt und wir sehen
Hier unten mit Ausrufezeichen sagt das System uns kein Ergebnispaket verfügbar. Und hier bei der Datenquelle ist auch nichts auszuwählen. Das liegt daran, dass die Sophistic Bewährungsapplikation RC, die sich hinter dieser Registerkarte Sophistic Bewähren verbirgt, nur auf Grundlage von importierten Bewährungsergebnissen die Prüfung durchführen kann, während Sophistic Analysis das auch quasi live aufgrund der vorhandenen CDB kann. Woher bekommt nun der Konstrukteur die Bewährungsergebnisse? Der Statiker muss sie ihm folgendermaßen zur Verfügung stellen. Ich beende die Bewährungsprüfung hier nochmal, gehe also zurück in Sophistic Analysis und finde dort den Knopf Ergebnispaket speichern. Hier bin ich also noch oder wieder zurück in der Rolle des Statikers und kann nun also meinem Konstrukteur die richtigen Ergebnisse zur Verfügung stellen. Zunächst wähle ich hier die Datenquelle aus. Es gibt in meinem Fall, wie gesagt, nur die Datenquelle Hauptsystem, aber hier oben kann ich nun einen neuen, einen freien Namen vergeben, zum Beispiel Bemessungsergebnisse Decke EG. Und nun kann ich auch sagen, was ich in diesem Ergebnispaket speichern und dem Konstrukteur also zur Verfügung stellen will. Ich möchte es eindeutig haben, deswegen nehme ich die Einzellastfälle raus und nehme auch das ULS, also GZT, raus, sodass der Konstrukteur wirklich nur die Ergebnisse bekommt, die er auch in dem Fall benötigt. Ich sage OK und bekomme als Ergebnis den Hinweis, dass das Speichern erfolgreich war. Das bestätige ich mit OK und kann nun also wieder auf die Sophistic Bewährung gehen, gehe auf Bewährungsprüfung und sofort sehen wir hier, taucht jetzt auch der gerade von mir vergebene Name auf, Bemessungsergebnisse Decke EG, und wir sehen hier, das ist jetzt kein Kreis mehr, das Symbol ist jetzt ein Quadrat und das ist der Hinweis, dass es sich um ein Ergebnispaket handelt und eben nicht um den Zugriff auf eine CDB. Es taucht diesmal erwartungsgemäß nur noch ein Bemessungsfall auf, nämlich die umhüllende von GZT und GZG. Nun sind wir also im gleichen Workflow wie zu Beginn und ich aktiviere wieder den Bewährungscheck für Decken. Ich bekomme wieder die Möglichkeit, mir die Bewährungsrichtungen anzusehen, zum Beispiel AS erforderlich oben längs. Man sieht, die Werte werden angezeigt. Wir können uns auch nochmal AS vorhanden anzeigen lassen. Es sind noch keine oder es ist noch keine Bewährung verlegt. Somit steht das alles auf Null. Gut, verlegen wir nun Bewährung. Dazu beende ich zunächst diesen Bewährungscheck. Und nun will ich eine Mattenposition beispielhaft verlegen. Matte über Fläche. Ich nehme eine Q188 obere Lage. Ich ziehe einen rechteckigen Bereich auf. Ändere die Hauptrichtung
zum Beispiel so. Ob wir uns nun im Szenario 1 als Statiker oder im Szenario 2 als Konstrukteur befinden, ist jetzt gleich. Ich nehme hier mal den Weg über die Sophistik Bewährung und starte die Bewährungsprüfung. Hier waren wir ja schon mal. Wir sehen, die Datenquelle ist ausgewählt, der Bemessungsfall. In dem Fall wird nur der eine zur Verfügung gestellt und wir wollen hier mal ranzoomen. Zur besseren Sichtbarkeit schalte ich die matten Stäbe aus. Wir sehen die Bewegungsrichtung AS oben längs und AS vorhanden. Das sind erwartungsgemäß gerundet 1,9 Quadratzentimeter pro Meter von der Matte Q188. Jetzt schalte ich um auf die Richtung oben quer, weil ich Sie auf eine Besonderheit hinweisen will, die mit dem Service Pack 2024-3 veröffentlicht wurde. Hier sehen wir die Überlappung der beiden Matten. Beide haben 1,9 Quadratzentimeter pro Meter, in Summe also theoretisch 3,8, das Doppelte. Es wird aber nur korrekt 1,9 angezeigt. Wie kommt das? Ein Blick in die Dokumentation gibt Aufschluss. Hier finden wir die Erläuterung des Bewährungschecks für Decken und dort taucht auch ein oder der sogenannte Verankerungsfaktor auf. Der Verankerungsfaktor schätzt die Verankerungslänge von Bewährungsstäben, sowohl von Stabstahl als auch von Matten, anhand des Durchmessers. Das wird hier näher erläutert. Der Verankerungsfaktor wird zur Bestimmung von Überlappungen und Zusatzbewährungen verwendet. Er entspricht dem Grundwert der erforderlichen Verankerungslänge LB/RQD, also required, erforderlich, im Verhältnis zum Durchmesser. Und der Standardwert 45 ergibt sich aus C2025 Beton mit gutem Verbund. Hier sehen wir die Formel, wenn man ein Viertel multipliziert mit dem Bemessungswert der Stahlspannung am Verankerungsbeginn, Sigma SD, das sind 435 Newton pro Quadratmillimeter für B500 und durch den Bemessungswert der Verbundspannung FBD teilt. Das sind 2,32 Newton pro Quadratmillimeter für C2025 mit gutem Verbund. Dann ergibt sich der Faustformelwert 45. Das bedeutet, das Programm rechnet intern den Grundwert der Verankerungslänge aus und Sie können das beeinflussen, indem Sie bei Bedarf diese 45 abändern. Hier wird es grafisch verdeutlicht. Quereisen, Durchmesser 10 alle 15, entsprechend 5,24 Quadratzentimeter pro Meter im mittleren Bereich. An den Enden rechts und links, im Verankerungsbereich aber 0. Ich scrolle etwas nach unten und hier sehen wir, was passiert, wenn sich Stäbe überlappen. Im Überlappungsbereich wird eben nicht aufaddiert, sondern der niedrigere Wert wird angezeigt. Das bedeutet für unseren Fall der sich überlappenden Q188 Matten, dass nur 1,9 Quadratzentimeter pro Meter angezeigt werden.
ja, eine sinnvolle Lösung, wie ich finde. Wir könnten das hier mal ausprobieren. Ich setze den Verankerungsfaktor auf 0. Ja, das bedeutet, die erforderliche Verankerungslänge ist auch 0 und somit hätten wir hier tatsächlich 3,8 Quadratzentimeter pro Meter stehen. Das ist nicht sinnvoll, also stelle ich zum Beispiel 40 ein, weil ich hier einen höherwertigen Beton, nämlich C2530 und guten Verbund bei einer Deckenstärke kleiner 30 Zentimeter habe. Der Bemessungswert der Verbundspannung wäre in meinem Fall 2,69 anstelle der 2,32 Newton pro Quadratmillimeter aus der Dokumentation. Ja, die Zahlen finden Sie natürlich in den einschlägigen Tabellenwerken. Sehen wir uns nun an, ob die erforderlichen Bewährungsmengen hier abgedeckt sind. Dazu bietet die Dialogbox hier die Differenz aus erforderlich minus vorhanden an. Die Werte sind im Wesentlichen abgedeckt. Wir sehen hier im Bereich der Stütze, wir schauen uns ja gerade die obere Bewährung an, also auch plausibel, dass hier oberhalb der Stütze noch Werte abzudecken sind. Ja, was passiert? Wir brauchen also Zulagebewährung. Und was passiert, wenn wir die anordnen? Wir können sowohl Stabstahl als auch Matten zulegen und die Werte werden aufaddiert. Das können wir ja mal machen. Ich schließe das Dialogfenster und ordne eine Einzelmatte an, zum Beispiel Q257 oben liegend in diesem Bereich und starte nochmal die Bewährungsprüfung, zoome herein bzw. schalte nochmal die Mattenstäbe etwas dünner und ja, jetzt sehen wir, die Werte sind alle auf 0 heruntergerechnet. Die Bewährungsprüfung bietet eine weitere sehr hilfreiche Funktion an, und zwar den Bewährungscheck mit Schnittdarstellung. Dazu können wir Schnittlinien definieren. Schnittlinien müssen als Modelllinie mit dem Linienstil Sophistic-Result Cutline in der Arbeitsebene der analytischen Membran gezeichnet werden. Bei der Decke hier weiß ich, dass die analytische Membran auf Höhe der Deckenoberkante liegt. Also ich schließe die Dialogbox und lege die Arbeitsebene demnach auf Decke EG fest. Ich hatte gesagt, der Linienstil muss Sophistic-Result-Cut-Linie sein. Ja, das kann man sich merken oder aber viel einfacher. Wir nutzen den direkten Befehl, der da heißt Schnittlinie Ergebnisdarstellung. Unten links sagt er, was er von uns will. Klicken Sie, um den Linienstartpunkt einzugeben und geben Sie den Linienendpunkt ein. Mache ich hier und beende das. Wenn ich jetzt heranzoome, kann man die Schnittlinie erkennen. Sie liegt in dem Fall genau über der Achse. Also Sophistic Bewährung, Bewährungsprüfung, wieder das
Dialogfenster aufrufen und hier ist noch Bewährungscheck mit Schnittdarstellung ausgegraut. Deswegen klicke ich auf Aktualisieren. Jetzt ist die Checkbox anwählbar. Klicke ich drauf und wir sehen Bewährungsrichtung längs. Ich möchte Bewährungsrichtung quer angezeigt bekommen und von mir aus erstmal AS vorhanden. Wir sehen noch nichts. Das liegt daran, dass der Schnitt im Moment senkrecht zu uns dargestellt wird. Dafür gibt es diese Funktion hier, Darstellung kippen. Wenn ich da ein Häkchen reinsetze, sehen wir, kommt die Schnittdarstellung. Auch hier einmal den Mattenstab etwas weniger prominent darstellen und vielleicht den Bewährungscheck der Decken selber ausschalten. Dann sehen wir nur noch die Zahl und da können wir sehr schön erkennen. Also wir haben hier 1,9 Quadratzentimeter pro Meter vorhanden aus dieser Matte und hier addiert sich dann die Q188 mit der Q257 auf 4,45 oder gerundet 4,5 Quadratzentimeter pro Meter, kann man sehr schön sehen. Und ich denke, das ist auch sehr hilfreich, diese Schnittdarstellung zu nutzen. Wir können auch hier uns zum Beispiel nur AS erforderlich ansehen. Da sehen wir natürlich jetzt hier oben und unten erforderlich. Und wenn wir beides uns darstellen lassen, also vorhanden und erforderlich, kann man sehr schön sehen, wie jetzt hier die in hellblau dargestellte vorhandene Bewährung, die in dunkelblau dargestellte erforderliche Bewährung abdeckt. Das war es zur Bewährungsprüfung von Decken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Funktionalität etwas näher bringen. Die Bewährungsprüfung steht neben Decken auch für Stützen zur Verfügung und mit dem nächsten Service Pack auch für Balken. Ich plane für beides weitere Videotutorials zu erstellen und freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.